Herzlich willkommen bei Empire. Mein Name ist Oliver Meyer und ich möchte euch hier am Beispiel von einem Golf 7 mit einem Discover Media mal zeigen, wie man das werkseitige Multimedia-System auf den neuesten Stand bringt und hier in dem Auto Apple CarPlay und Android Auto nachrüstet. So, dann wollen wir mal schauen, welche smarten Funktionen unser werkseitiges Multimedia-System eigentlich schon hat. Eine werkseitige Navi, die in der Regel meistens eher schlecht ist. Radio, eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung und ein AUX-Eingang und Bluetooth-Streaming. Aber das wollen wir jetzt mal ändern. Wir rüsten jetzt unser LDS-Interface nach und sehen uns nach dem Einbau wieder. So, das LDS-Interface ist eingebaut, dann wollen wir es einmal starten. Dafür wählen wir zuerst den AUX-Eingang für Ton aus. Dieser ist auch Voraussetzung, dass man überhaupt Ton hat. So, und dann wechseln wir in die LDS-Oberfläche. Hier bei dem Golf 7 funktioniert das so, dass man 3 Sekunden lang die Menütaste drücken muss. Und dann kommt man auf die LDS-Oberfläche. Die Menütaste ist hier nur spezifisch, bei Mercedes oder BMW ist es eine andere Taste, aber da müsst ihr mal in die Anleitung gucken, welche Taste es da ist. Die komplette Bildwiedergabe, die geschieht hier über den werkseitigen Monitor. Ton wird über AUX eingespeist. Voraussetzung, man hat natürlich einen, eventuell kann man einen nachrüsten und dann wird der Ton über die Fahrzeuglautsprecher ausgegeben. Die Steuerung geschieht hier über den werkseitigen Touchscreen, da das Gerät schon von Werk aus Touch hat. Habt ihr kein Touchscreen, ist das auch nicht schlimm. Da könnt ihr das über die Fahrzeugtasten nutzen oder Drehrad, so wie ihr das Infotainment-System auch sonst normalerweise nutzen würdet. Zusätzlich dazu kann man mit dem LDS-Interface auch eine Sprachsteuerung über Siri oder OK Google machen. So, und als erstes koppeln wir jetzt unser iPhone an das LDS-Interface. Um das iPhone wireless mit dem LDS-Interface zu koppeln, solltet ihr immer eins als erstes machen, und zwar die bestehende Bluetooth-Verbindung zu der Original-Freisprecheinrichtung, die muss gelöscht werden. Dafür gehen wir in die Einstellungen, Bluetooth, suchen dann einmal die originale Freisprecheinrichtung raus, gehen hier auf das i und dann dieses Gerät ignorieren. So, jetzt ist es raus und jetzt können wir einmal das Ganze koppeln. Wir gehen hier auf die Settings, scrollen ein bisschen runter, gehen auf Bluetooth, auf Suchen. So, da haben wir schon unser iPhone, klicken es an, einmal koppeln. So, auf dem Smartphone erscheint das, dass sich das LDS-Interface mit uns koppeln möchte. Wir bestätigen das Ganze natürlich, erlauben auch Zugriff auf die Kontakte. So, und hier das CarPlay müssen wir auch nochmal erlauben, dass es verwendet werden kann. So, und da ist auch schon unsere LDS-Oberfläche. Damit sind wir jetzt gekoppelt. Wenn ihr den Vorgang abgeschlossen habt, dann könnt ihr euch ganz normal wieder mit eurer werkseitigen Freisprecheinrichtung koppeln, damit ihr wieder wie gewohnt damit telefonieren könnt. Da haben wir unsere Apple CarPlay-Oberfläche. Wir haben hier die Navigation-App, Spotify. Kann ich natürlich jetzt wegen der Musik und GEMA nicht anmachen. Telefon-App. Und hier findet man alle anderen kompatiblen Apps, die mit CarPlay gehen. Wie zum Beispiel Google Maps. Oder hier Amazon Music. Ja, und viele andere Apps natürlich auch. Wenn wir euer Interesse geweckt haben und ihr habt auch Bock auf so ein LDS-Interface und wisst nicht so ganz, ob es auch mit eurem Auto funktioniert, dann könnt ihr bei uns auf der Webseite in der Kompa-Liste nachschauen oder wenn ihr damit nicht zurechtkommt, auch unseren Support kontaktieren oder natürlich den Fachhändler direkt vor Ort. Bis zum nächsten Mal.